fangen wir hinten an. Hier haben wir 2 Knochenvorsprünge am Becken, die man auf jeden Fall auslassen sollte, an denen man nicht mit dem Horse Relax verweilen darf. Hier haben wir den großen Hüfthöcker, der ist ziemlich gut zu tasten. Dann auf der Gruppe haben wir links und rechts von der Mittellinie den Kreuzhöcker, den sollten wir auch auf jeden Fall nicht damit bearbeiten. Und hier am hinteren Bereich, quasi die spitzeste Stelle des Po's, da haben wir dann den Sitzbeinhöcker, da haben wir das gleiche. Die Wirbelsäule, quasi komplett die Mittellinie sollten wir auslassen, da haben wir nämlich die Dornfortsätze, da können wir auch eine Knochenhautentzündung provozieren. Hier im Verlauf haben wir dann die Rippen, da sollten wir auch nicht mit dem Horse Relax arbeiten, wir bleiben immer auf großflächigen Muskelpartien, hier Rückenmuskulatur, Hinterbackenmuskulatur, hier können wir auch dann zwischen den beiden Knochenvorsprüngen bleiben, in dem Bereich. Hier haben wir dann auch nochmal große Muskelpartien. Wichtig ist nicht in die Tiefe arbeiten. Hier haben wir nämlich dann noch den Oberschenkelknochen. Da kann man dann zum Beispiel auch zu viel manipulieren, wenn man in der Tiefe arbeitet. Deswegen mit dem Horse Relax immer oberflächlicher bleiben, immer schauen, wie das Pferd reagiert. Es soll wohltuend sein, so wie es der Name schon sagt. Horse Relax, euer Pferd soll entspannen. Bei jeder Abwehrreaktion immer nochmal hinterfragen, wo bin ich, könnte das Pferd irgendwie einen Schmerz haben. Dann gehen wir weiter nach vorne. Hier haben wir das Schulterblatt, da sollte man auch sehr vorsichtig sein. Da haben wir zum Beispiel auch die Schulterblattgräte, die bei manchen Pferden gut zu tasten ist. Dementsprechend hier in dem Bereich nicht arbeiten, da das Schulterblatt eher oberflächlich liegt. Hier haben wir dann aber auch zum Beispiel noch den Trizepsmuskel, den man gut bearbeiten kann. Hier Trizeps in diesem Dreieck kann man sich das ganz gut vorstellen. Hier haben wir nämlich den großen Muskelbauch dann. Wichtig ist, nochmal tasten. Hier haben wir zum Beispiel das Schultergelenk, das sollten wir auch auf gar keinen Fall bearbeiten und manipulieren. Aber trotzdem hier großflächig Trizepsmuskulatur. Dann Halsmuskulatur, hier in diesem Dreieck. Wichtig ist, nicht auf der Halswirbelsäule.